Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute kommt einmal der zweite Teil von meinem gigantischen Einkauf bei Pandahal. Und ja, nach dem Intro starten wir gleich. Geht's los! So, einmal hier am Rande wollte ich mal zeigen. Ich hatte mir schon mal, ich glaube auf Temu oder irgendwo, nee, ich glaube AliExpress, Abstandsperlen in Edelstahl mit 18 Karat vergoldet bestellt gehabt und auch auf Temu so kleine Perlen. Und ich habe jetzt schon mal Armbänder gebastelt und die wollte ich einmal zeigen. So kann es dann aussehen. Das sind hier, glaube ich, so eine kleinen Katzenaugenperlen. Die hat zumindest Temu immer, habe ich immer 5 Stück genommen und dann einmal noch so eine vergoldete Abstandsperle dazwischen. Habe ich so kleine, süße Armbänder gemacht für den Sommer. Einmal immer ein bisschen hier mehr Perlen, da immer erst nach der 5. So kann es dann aussehen. Dann mit so, ich glaube, das sind so eine Gummiperlen, ein bisschen wie, oder hier dieses Knetezeugs. Und ein Bärchenanhänger mit dazu unten. Ich glaube, den habe ich von Kerstin. Ja, guck mal hier, total süß mit so kleinen Glitzerbären. Einmal so dazwischen gehangen noch. Etwas bunteres Armband, immer mit 3 Farben von den Perlen her und so eine Zwischenperle. Und einmal noch in mattrosa. Und da immer jeweils so, eine so, eine so. Einmal ganz klassischen Rund. Ja, wollte ich mal zeigen. Das sind so ein paar Armbänder, die ich mir gemacht habe zum Tragen. Weshalb ich eben gerne Perlen auch einzeln mir dann bestelle und auch Gummis und sowas alles. Ein paar Resultate heute mal. So, dann mache ich weiter. Bei der ganzen Bestellung bei Pandahal ist noch immer so eine Packliste mit dabei. Bei Globaland ist das ja, glaube ich, auch so, wo dann einmal nochmal die Artikelnummer ist und wie viel das ist. Einmal so zur Übersicht. Die ist natürlich hier bei mir ganz schön lang. So, dann machen wir weiter. Ich habe wieder noch hier die Preise. Wen es interessiert, für 63 Cent Sprühflaschen. Also gibt es ja auch bei Woolworth. Und das sind jetzt hier so eine ganz, ja, einfachen durchsichtigen Sprühflaschen. Das waren, glaube ich, ja, 5 Stück, 63 Cent. Einmal die mit nach Hause. Ganz einfach. Dann Rüschenworte. Sehr rosalastig. So, einmal hier. Ich glaube, es sind 12 Yards. 1,85 €. Ja, eine ganze Menge, wie ihr seht. Ja, relativ viel. Muss ich dann eben gerade aufwickeln auf so ein Garn-Tag. Kann ich mir dann ja selber stanzen. Hatte ich ja schon mal gezeigt gehabt. Und einmal hier so ein bisschen, ja, rosa Borte. Das ist so ein Organza-Stoff. Und unten ist das aber nochmal hier mit so ein bisschen, ja, gekettelt, dass es nicht auseinanderfliegt, das Ganze. Ja, ein bisschen shabby-mäßig, finde ich. Aber auch ein bisschen, ja, sehr rosa-pink. So, ich finde, es hat so einen leichten Neon-Touch. Aber total cool. Ja, so ein ganzes Knäuel hier. Nochmal ein Stempelset für 78 Cent nochmal in dem Ticket-Design. Nochmal verschiedene Größen. Man kann ja immer auch nur so ein bisschen davon nehmen. Aber nochmal total cool. Also Globaland macht echt schöne Stempel, muss ich schon echt sagen. Das ist schon total cool, auch von der Auswahl her. Die bedienen da irgendwie alles, finde ich. Auch nochmal eine Stanze von Globaland. Das sollen so kleine Stickrahmen sein. 3,39 €. Wie gesagt, das kommt immer noch Porto drauf und ja, Mehrwertsteuer. So, ich hole die mal raus. Und dann hat man hier so kleine Rahmen. Das sollen so kleine Stickrahmen sein. Und dann kann man dann da kleine, ja, weiß ich nicht, ja, Bilder machen. Hier ist einmal die Schraube, die Stanze zu dem Stickrahmen. Und dann hat man da halt verschiedene Sachen mit dazu. Kleine Kringelchen, Blümchen, Schmetterlinge und einmal nochmal hier. Ich schätze aber mal, das wird ausgeworfen. Ja, also man hat einen Rahmen, man hat dann nochmal einen kleinen Kreis, müsste man zusammenkleben und dann könnte man hier in der Mitte noch das nochmal besticken, wenn man möchte. Ja, die Stanze fand ich ganz interessant. Einmal die. Dann ein paar Perlen. Herzchenform, die glänzen schön. 39 Cent hier die ganze Tüte und es sind drin 100 Stück. Die haben echt einen schönen Glanz. Deshalb bestelle ich eben lieber
bei Pandahal, als dass ich mir sowas bei Teddy mitnehme, weil es da immer total zerkratzt ist in den Packungen. Das mag ich nicht. Da bin ich auch sehr eigen, muss ich sagen. Und hier ist das wirklich immer schön abgepackt, schön glänzend von der Qualität. Da kann ich da nichts sagen. Ist echt total cool. Ja, auch 100 so eine kleinen Herzchen. Dann, ich habe die noch nicht. Einmal hier so eine Zange für 1 Euro zum Stanzen auslösen oder auch zum Abknipsen von Biegering und Draht. Ja, für 1 Euro kann man nichts sagen, ne? Einfach hier so eine ganz normale Billo-Stanze. Mal gucken, wie lange die hält. Ansonsten nehme ich immer zum Stanzen auslösen auch gerne eine Nagelhautzange. Die gehen auch super. Dann nochmal ein bisschen Band. Das kam auch 1 Euro. Da sind, ich glaube, auch 60 Meter drauf. Etwas festeres Garn. In so einem schönen Rosa auch. Zum Tessel machen. In Rosa kann man ordentlich dran ziehen. Und dann kann man da so, ja, Tessel machen mit Perlen. Mit Blütenkelchen. Das mache ich ja immer ganz gerne. Einmal in Rosa. Das ist dann ein bisschen fester, als wenn ich nur so einen normalen, ja, normales Garn nehme. Dann kann ich hier ein bisschen fester ziehen. Dann Perlen aus Glas. Ich glaube, es ist Glas. Immer so ein Strang. Ich hole das mal raus. Ja, es ist Glas. So ein bisschen Milchoptik, aber in glänzend. In lila. Es sind dann immer, ich weiß gar nicht, steht hier gar nicht. So ein ganzer Strang, ich glaube, das sind schon fast 100 Perlen oder so, ist egal. Ja, in lila, in rosa, babyrosa, hellgrün und in gelb. Ein Büdelchen kam 25 Cent. Deshalb gleich einmal so eine ganze Sortierung mit den kleinen Perlen. Zerkratzen dann noch nicht so schnell, wenn das Glas ist, im Gegensatz zu Kunststoff. Dann Papier. Ich habe es genommen, weil da bedrucktes Vellum mit dabei ist für 72 Cent. Ich hole das mal raus. Das fand ich ganz interessant. Und zwar sind ein paar Blätter dieses Vellumpapier drin. Ich komme mal näher ran. Das ist so weiß bedruckt. Jetzt ist es, glaube ich, zu sehen. Hier sind so Libellen drauf und Schrift. Ist aber sehr dünn und durchsichtig. Davon, glaube ich, 10 Blätter. Ich weiß gar nicht, ob mehr, oder? Und nochmal vorne dann das Ganze einmal in so, ja, Vintage bedruckt das Ganze. Ja, 72 Cent das ganze Tütchen. Das geht in Ordnung. Hier ist es, glaube ich, nochmal zu sehen. So als Hintergrund. Ja, mal was anderes. Ich glaube sogar verschiedene Motive. Ja, 2 Motive. Einmal hier mit so einem großen Ast und eine Libelle. Total cool. Dann nochmal Sequins. Ich liebe sie. Und zwar diese Disc. Total cool. In AB Shiny. 2,47 Euro. 5 Packungen sind da drin. A10 Gramm. Ich liebe die ja. Zur Not kann man sich die Farbe ein bisschen vereinzeln, wenn man dann sagt, okay, ich möchte eine rosa haben oder gelb. Ja, aber ich liebe sie, weil die so schön flach sind, die Scheiben, und diesen geprägten Rand haben. Dann haben wir hier, man kann bei Perlen und sowas alles, ich mache immer die Sortierung Preis aufsteigend, gucke dann, was ich haben will. Und da sind bei den Bastelsets oder so, haben sie auch manchmal Sachen, da kann man sich halt Gratisproben in den Warenkorb legen. Und das ist jetzt hier meine Gratisprobe. Das ist so ein ganzer Karton mit so kleinen Schmetterlingsperlen, so eine verschiedene Mischung. Also das hat jetzt gar nichts gekostet, das haben sie einmal reingelegt, aber das muss man halt in den Warenkorb legen. Dann haben wir hier halt in, ja, Silber, so eine Metallperlen beschichtet, ein paar Schmetterlinge oder eben auch hier diese kleinen, ja, Engelsflügelchen, wo man diese kleinen Perlenengel mitmachen kann. Ja, finde ich ganz cool. Ganz verschiedene hier mit drin, so eine ganze Box. Für umsonst finde ich das total klasse. Die Option hat man da auch. So, ich mache weiter. Ich habe mir was bestellt. Ich erhoffe mir davon eine Alternative, und zwar bei den Tassel Charms, wenn ich die mache. Dann habe ich ja immer oben hier so ein Biegering und hier unten geht es dann mit dem Garn weiter. Ist immer so eine Sache, dass wenn der Biegering mal ein bisschen aufgeht, dann rutscht das raus und das ganze Tassel geht kaputt.
Und ja, ich hoffe, dass ich das hiermit lösen kann, das Problem. Und zwar, das ist, glaube ich, eher so für Edelstahlketten gedacht, aber ich denke, dass da auch normales, dickeres Garn durchgeht. Das sind hier so eine kleinen Ösen. Die sind dann hier unten offen, wenn das mal scharf wird. Und dass ich dann da eben halt die Aufhängung habe für den kleinen Tessel, den ich dann gemacht habe. Und dann geht das unten weiter. Also, dass ich hoffentlich diesen Ring durch diese kleine Öse mit dem Band ersetzen kann, dass es da nicht rausflutscht. So ist der Plan, deshalb habe ich das bestellt. Muss ich mal ausprobieren und ich hoffe, die Rechnung geht auf. Ja, deshalb hier so eine kleine Teilchen, was das ist, wie das heißt, kann ich euch nicht sagen. Ansonsten, wenn das jemand weiß, in die Kommis gerne mit hineinschreiben. Ja, davon 2 Tütchen. Ich glaube, die sind ein bisschen unterschiedlich. Ja, 64 Cent und 36. Dann ein paar Stecknadeln. Die werden nochmal verschenkt zum Nähen mit so einem kleinen Diamantkopf vorne aus Kunststoff hier, damit sie ein bisschen besser zu sehen sind. Ein bisschen dicker zum Abstecken von Stoff. Ein Haufen kleine Zwischenperlen in verschiedenen Größen. Also einmal wirklich ganz, ganz mini hier. Ganz viele kleine, in Goldfarben natürlich immer alles. Ich glaube, ja, 500 Stück sind hier drin. Dann 2 Packungen etwas anders Goldfarben. Diese kleinen. Nochmal etwas größere. Die sehen ein bisschen edler aus in der Variante. Ein Beutelchen. Dann hier nochmal die Mischung. Dann nochmal Perlenkappen, mal ein bisschen anders. Die sind ein bisschen stabiler und ein bisschen kräftiger. Und die haben oben nochmal so einen Mini-Hals. Ich hole die mal kurz raus. Dann sieht man das, glaube ich. Also die sind ein bisschen hübscher, damit vielleicht so eine Einzelperle besser zur Geltung kommt. Da, die sind so ein bisschen angehoben oben. Deshalb sehen sie ein bisschen schicker aus. Ganzes Tütchen hier mit 100 Stück für 87 Cent. Nochmal andere Zwischenperlen. Auch ein bisschen dicker für 85 Cent. Die sehen dann so aus. Nochmal große Biegeringe. 1 cm Durchmesser. Die sind immer super. Auch mal für ein Mini-Album kann man die auch zweckentfremden, wenn die dick genug sind. Ansonsten, wenn die nicht dick genug sind, das ist, glaube ich, 1 mm dick, dann gehen die immer von alleine auf. Aber die sind hier ein bisschen stabiler, schön goldfarben. Und ich glaube, es sind 10 Gramm sind da drin. Ja, so eine Packung reicht erstmal. Dann ein paar kleine Mini-Anhänger, ein paar Bärchen in Goldfarben. Total niedlich. Guckt mal. Total süß. Kann man ja auch wieder super an so ein kleines Armband vielleicht auch mit dran machen. Dann, ich fand sie ganz witzig. Einmal hier so eine Pinselchen. In Silber allerdings nur. Ein bisschen größer. Aber ich fand sie irgendwie cool. 2 so eine Tütchen. Da habe ich jetzt keinen Preis drauf. Ja, ganz normale Anhänger eben halt. Dann eine große Tüte für 1,90 €. Nochmal so eine Schleifchen. Total hübsch. Die sind auch schön. Einmal hier kleine Schleifchenanhänger. Ja, da habe ich dann auch genug Edelmehl-Charms. Nochmal ein 100er Pack kleine blaue Blümchen. Auch wieder ganz klein und zierlich. Ja, passen wirklich überall dann an jedes kleine Projekt irgendwo mit dran. Zack, Loch durch, Ring durch, Charme dran. Ich finde, das wertet das ganze Gebastelte immer doch enorm auf. Und so Mini-Sternchen, die sind richtig schön und klein. Auch wieder so ein 100er Pack für 3,20 €. Ich finde das total in Ordnung. Aber die sind wirklich so süß. Die sind echt total klein. In Goldfarben mit rosa natürlich. Dann haben wir noch, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt.
Einmal in Silberfarben. Für 38 Cent hier nur so eine Cabochon-Fassung zum Kleben. Und für 2,38 €, weil es goldfarben ist, gleich wieder teurer. 50 Stück jeweils in einer Packung. So sieht das Ganze aus. Ja, so eine Mini-Cabochon-Fassung zum Kleben, ohne irgendwas, also auch nicht zum Anhängen. Finde ich aber total cool von der Optik her. Und dann habe ich mir gleich noch ein paar Steinchen mitbestellt. Die kann man dann nämlich reintun. Das sind 6 mm Innendurchmesser und dann gleich 6 mm im Durchmesser diese kleinen Steinchen dann hier in so einem schönen, ja, Glitzereffekt. Die sehen auch so ein bisschen opaleszenzmäßig aus. Die leuchten so ein bisschen. Ja, voll schön. Und die passen dann eben halt in diese kleine Fassung rein. Und dann kann man das vielleicht entweder so einzeln draufkleben als Steinchen oder eben in die Mitte einer Blume. So ist der Plan. Einmal hier so eine, ups, falsche Tüte, rosane Steinchen und das Ganze nochmal in so einem Weiß und Aprikotleuchten. Total hübsch. Also hier unter der Kamera auf meiner Hand kommt das gar nicht so zur Geltung. Aber auch mega, weil die so, ja, Aprikot schimmern. Total cool, ja. Finde ich richtig schön. So eine kleinen Steinchen, 6 mm, passen dann da gleich in diese kleinen Cabochon-Fassung hinein. Dann nochmal große Cabochons in Holo. Habe ich noch gar nicht. Ich habe die immer nur in groß und die sind jetzt nochmal hier unterlegt mit diesem AB Shiny, 10 mm, ganz dick und ganz rund. Dann nochmal 34 Cent hier ein paar kleine Acrylschleifchen. Die sind sehr schön, weil die sind auch ein bisschen holo und glitzern. Richtig hübsch. Da, die sind so ein bisschen in der Mitte, dass sie so ein bisschen schimmern. Voll schön. Dann nachgemachter Opal. Ein paar Steinchen, 10 Stück, aber die sind richtig schön. Das ist da mal was ganz Besonderes. Die passen auch in diese kleine Fassung mit rein. Das sind auch 6 mm. Also die kann ich da auch reinkleben. Die sind ja so, ja, Opalfarben, dass sie so glänzen. Ja, mag ich total gerne leiden. Aber da sind halt nur 10 Stück drin für 65 Cent. Aber für mich völlig in Ordnung. Dann nochmal ein Haufen Nietenstifte. Nochmal Perlenkappen, ganz viele kleine unterschiedliche Tütchen, verschiedene Größen, ganz dünne Nietenstifte, ein paar dickere. Es waren jetzt auch, glaube ich, welche mit dabei, die aus Edelstahl waren und 18 Karat vergoldet sind. Ich glaube, diese beiden Tütchen hier. Dann nochmal für ein Armband 2 Magnetverschlüsse. Dann geht es eben von selber zu. Weil ich ja diese kleinen Glitzersteinchen hatte. Vielleicht mache ich das gar nicht mit Gummi. Hier nochmal ein paar kleine Acrylblümchen. Ganz simpel im 10er-Pack für 43 Cent. Also viel Nippeskram, wie ihr seht. Nochmal kleine Herzchen, Enamel Charms. 39 Cent, nochmal sehr runde. Andere Perlenkappen. Die sind doch mal ein bisschen größer, also auch für große Perlen, die kann man ansonsten ja ein bisschen aufbiegen. Dann passen die auch bei, ja, ich schätze mal auch bei 12 mm Perlen super noch mit drauf. Aber Perlenkappen finde ich immer ist so ein Muss, das wertet alles so ein bisschen auf. Dann zum Armbänder basteln, tschechische Perlen. Einmal hier für 1,12 €, da sind wirklich jetzt nicht viele drin. Die sind auch ziemlich gut verpackt. Ich schneide das mal auf. Da ist nicht viel drin. Also es sind wirklich nur so ein paar Glasperlen, die auch so ein bisschen Opaleszenz schimmern, hatte ich geguckt gehabt. Ja, die sind für ein Armband auch mit. Einmal in der Variante und das Ganze nochmal für 95 Cent.
in matt mit ein bisschen Holo-Schimmer. Ganz, ganz wenig nur, also ganz dezent, auch für ein Armband. Also die sind wirklich nur zum Schmuck machen. Die kommen nochmal extra sortiert weg, weil es eben halt Glas ist und mit diesem Schliff, das sind ja diese tschechischen Perlen. Die sind ein bisschen hochpreisiger, aber ich denke, die kommen dann auch besser zur Geltung und halten länger, als wenn das eben halt ja, Kunststoff ist. So, dann kommen wir langsam zum Schluss. Nochmal andere Tassel-Caps habe ich gefunden. Total cool. 1,23 € in so einem Oval. Und ich habe ja die Tesselstanzen, die finde ich immer schon mal echt total schön. Und dann kann man die halt eben mal ein bisschen platter machen, dass die nicht rund sind, wenn man die eben so gewickelt hat, sondern dass man die hoffentlich dann hier in dieses Oval ein bisschen reinstecken kann. Und dadurch hat man eben halt eine andere Optik. Einmal hier so ein paar Tassel-Caps. Total cool. Ja, in der ganzen Packung sind, glaube ich, ja, 50 Stück drin. Da komme ich ewig mit aus. Dann nochmal Perlenkappen, kleine Zwischenperlen in so einer kleinen blumigen Optik. Und dann haben wir noch mal zu guter Letzt ein paar Anhänger. Einmal ein paar kleine Schmetterlinge hier für 42 Cent. Und ich weiß nicht, was das ist. Ob das irgendwie Paprika ist oder so, keine Ahnung. In rosa. Fand ich aber ganz witzig, weil sie eben halt von jeder Seite so ein bisschen lackiert sind. So als schmaler Anhänger mal. War noch was anderes. Die ganze Tüte hier für 97 Cent. Und nochmal ein paar kleine Herzchen. Ja, das war dann mein Rieseneinkauf bei Pandahal. Sehr schamlastig. Ja, Schubladen einmal für die nächsten paar Jahre aufgefüllt. Aber dafür gehe ich arbeiten. Und gönnen wir dann auch mal was. Und wenn ich da schon bestelle, dann bestelle ich da ein bisschen mehr. Und jetzt nicht so wenig, weil wegen dem Porto, weil das so teuer ist. Aber für mich hat sich das dann gelohnt. Wird jetzt alles noch ordentlich wegsortiert. Ich habe letztens bei Shein echt coole Schachteln bekommen, mit kleinen Schachteln. Dann kann ich das sehr übersichtlich alles wegsortieren. Und dann habe ich da meinen Schmuckvorrat sehr organisiert, muss ich sagen. Ich weiß immer, was dann wo ist. Und ja, kann dann loslegen und hoffentlich mal wieder ein paar mehr Anhänger noch machen. Das ist so zumindest der Plan. Ja, das war dann der zweite Teil. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!